Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer PyTorch Tutorial-Reihe. So, mittlerweile sind wir schon echt richtig weit. Wir haben schon drei eigentlich neuronale Netze geschrieben, die uns wirklich schon ordentlich was gebracht haben, zumindest meiner Meinung nach. Ich habe jetzt hier aber was Neues für euch, und zwar fangen wir jetzt mit einem sogenannten Character RNN an. Was ist ein Character RNN? Naja, das ist ein rekurrentes neuronales Netz, also RNN-rekurrent, also das Ziel in diesem Projekt ist es herauszufinden, in welcher oder aus welchem Land ein Name kommt. Das heißt, ist ein Name vielleicht arabisch, ist ein Name französisch, ist er deutsch, ist er griechisch, portugiesisch, vietnamesisch und so weiter und so fort. Und das ist so ein bisschen das Ziel, was wir jetzt machen wollen. Die Daten, wie gesagt, Link dazu erstmal unten in der Beschreibung. Und ja, diese Daten habe ich tatsächlich auch von PyTorch, von der Webseite. Die bieten da nämlich auch Tutorials an, die eigentlich ziemlich gut sind, muss ich sagen. Und ja, da sind eben auch solche schönen Praxisdinger da. Das heißt, dieses Mal nicht von Kaggle oder sowas, sondern dieses Mal haben wir den Datensatz wieder von PyTorch. Okay, es gibt natürlich noch sehr, sehr viele andere Dinge, aber ich finde ein Character Level RNN, das ist wirklich das Erste, was man so als rekurrentes Netz schreiben sollte. Das habe ich auch damals gemacht und ich finde das auch wirklich eine super Sache, weil ja, RNNs bzw. rekurrente Netze sind einfach ganz toll, wenn man Folgen von was analysieren möchte. Das heißt, möchte man vielleicht Bildfolgen analysieren, dann sollte man ein RNN benutzen. Also Videos sind Bildfolgen, nur so zum Sagen. Wenn man jetzt Text analysiert, dann ist natürlich ein einzelnes Wort ist relativ irrelevant. Das heißt, wenn ich jetzt lese Hallo und ich lese als zweites Wort Welt und ich habe danach keine Ahnung mehr, wenn ich Welt lese, was eigentlich davor stand, dann weiß ich auch nicht, dass da Hallo Welt stand, sondern dann denke ich, dass da Hallo und Welt stand von mir aus. Und dann rauszufinden, was jetzt genau der Inhalt davon ist, sprich, was zum Beispiel jetzt die Sprache von diesem Namen ist oder ja, generell Zeitfolgen sind einfach rekurrent am allerbesten. Und das Ganze kann man wirklich mit dem Character Level RNN, also wirklich einem RNN, das sich merkt, welche Buchstaben kamen jetzt davor, das kann man sich damit einfach am allerbesten machen, aneignen, sage ich jetzt mal. Und wir werden jetzt das als sozusagen Einstiegsprojekt benutzen. Dann, ja, also die Bilder sind einfach das Perfekte für Convolutional-Netze. Jetzt haben wir sozusagen das Gegenstück. Das heißt, wir wollen Zeitsequenzen oder generell Sequenzen analysieren. Und das machen wir mit RNNs. So, und damit fangen wir jetzt einfach mal an. Ich mache mal hier einfach mal die deutschen Namen auf, weil wir hier in Deutschland normalerweise sind. Und wir sehen hier, was deutsche Namen sind. Also Abbing habe ich jetzt zum Beispiel noch nie gehört. Abeln habe ich auch noch nie gehört. Abt, naja, okay, aber ja, das sind solche, naja, ich glaube, es sind hauptsächlich Nachnamen oder Chevrolet würde ich jetzt nicht unbedingt als deutsch bezeichnen. Aber okay, also ihr seht, es sind auch nicht perfekte Daten. Das heißt, unser Netz muss auch lernen, mit Fehlern umzugehen. Aber ich meine, manche sind schon ziemlich gut. Phantomda? Okay, naja, so viel dazu. Also auf jeden Fall sollten die Namen zumindest mal in der, naja, grob richtigen Sprache liegen, und ja, wir können jetzt da einfach mal sozusagen mit unserem Netz anfangen. Wie gesagt, Daten zu bekommen ist immer das Allerschwierigste, und da habe ich mich jetzt halt einfach mal für die leichte Variante entschieden. Hier. So, die Daten sind hier übrigens in Data drin, Data und dann der Ordner Names. Und was wir jetzt hier machen ist, wir generieren eine Datei, die nennt sich Names Classifier. So, und ja, das habe ich in den letzten paar Videos, glaube ich, schon immer ohne euch gemacht, deswegen mache ich das jetzt einfach auch mal direkt hier so. So, die erste Schwierigkeit, die wir natürlich wie jedes Mal lösen müssen, ist, wir müssen diese Daten vorverarbeiten. So, jetzt ganz kurz natürlich die Überlegung, was haben wir eigentlich hier für Daten? Naja, wir haben Textdaten, und im Fall von Deutsch waren das fast ausschließlich ASCII-Zeichen, aber wenn ich jetzt mal Arabisch hier aufmache, dann sehen wir, okay, dann sehen wir gar nichts erstmal. Naja gut, theoretisch haben wir hier nicht nur ASCII-Zeichen, sondern auch Unicode-Zeichen drin. Ich weiß nicht, ob in Chinesisch was drin ist. Naja, auf jeden Fall sind hier Unicode-Zeichen drin, und die werden, gut, von meinem Programm werden die jetzt erstmal nicht so analysiert oder angezeigt, aber theoretisch müssen wir mit Unicode umgehen. Das bedeutet, wir müssen erstmal das Ganze in ganz normale ASCII-Zeichen umwandeln, damit wir es richtig angucken können. So, was wir natürlich erstmal machen müssen, ist, wir müssen alle Dateien importieren oder alle Dateien uns angucken können. Das heißt, wir importieren von OS list dir wieder mal logischerweise, und dann schreiben wir uns eine Funktion, können wir eigentlich auch lassen, ja,
So, um diesen Konvertierungskram sozusagen zu machen, müssen wir jetzt die Unicode Literals, Unicode Data importieren. Genau. So, und damit haben wir eine Funktion zur Verfügung, die uns diese Daten normalisiert, heißt das Ganze. Das heißt, wir brauchen jetzt hier einen ToASCII-Konverter, ToASCII, und stecken da logischerweise einen String rein. Und ja, was wir jetzt hier machen ist, wir benutzen mal wieder unser berühmtes return .join, also quasi wir generieren einen neuen String und stecken da Dinge rein. So, was für Dinge stecken wir denn da jetzt rein? Naja, wir sagen, wir wollen alle Chars für jeden Char, also for Char in, so. Und jetzt müssen wir den String hier, das ist ein Unicode-String, den müssen wir umwandeln in einen ASCII-String. Okay, wie machen wir das? Naja, wir sagen unicodedata.normalize und jetzt kann man hier was angeben, was man gerne normalisieren möchte. Und das ist jetzt einfach wirklich von Stack Overflow 1:1 kopiert quasi. nfd,s falls, Achtung, falls Unicode Data Category von char ungleich mn ist. And char in and, also das and klappt ja heute nicht so ganz. And char in string. Ich habe String nicht importiert, fällt mir gerade so auf. Ich erkläre euch gleich, was das genau tut. String, Punkt. So, und was wollen wir jetzt hier haben? Naja, wir wollen, das sind die Buchstaben, die wir sozusagen alle können. Das heißt ASCII-Letters. Und was wollen wir aber auch noch haben? Naja, wir wollen Punkt, Komma und Doppelpunkt und das normale Anführungsstrichle wollen wir auch noch haben. So, was ist das jetzt hier genau? Naja, wir sagen hier, wir wollen ganz gerne das Ding normalisieren. Das heißt, wir wollen, falls es irgendwelche Akzente, also sowas wie das da, also E-Accent aigu oder E-Accent grave oder sowas, oder Accent circonflex, solche Sachen oder irgendwelche anderen Dinge halt, die wollen wir abschneiden und dann einfach ganz normale Unicode-Daten, ASCII-Daten draus machen. Und das macht eben diese unicodedata.normalize. Und ja, falls Unicode Category von unserem Character nicht mn ist. Was heißt nicht mn? Naja, das bedeutet so viel wie, wenn der nicht normales ASCII ist, dann normalisieren wir und, also ansonsten, nein, halt, falls er normalisierbar ist, so. Und ja, wenn der Char eben dann am Ende, haben wir quasi ein Array aus, beziehungsweise eine Liste aus normalen ASCII-Zahlen oder ASCII-Buchstaben. Super, okay, das als allererstes mal. Jetzt können wir natürlich hier noch direkt einfach mal weitermachen. Und zwar sagen wir jetzt wollen wir natürlich erstmal das Ganze wobei, wir wollen es nicht ausprobieren. Wobei, warum eigentlich auch nicht? Wir können es doch einfach mal ganz kurz ausprobieren, indem wir hier print Baguette. Also man schreibt es theoretisch anders, aber ist mir jetzt egal. So, und das konvertieren wir jetzt zu ASCII. Theoretisch schreibt man Baguette ohne Accents oder sowas. Ja, also bitte vorsichtig sein. Hier, ich will euch kein falsches Französisch oder sowas beibringen. Das würde mir ja gar nicht im Sinn liegen. Nein, aber wir wollen uns einfach mal ganz kurz angucken, was da passiert. Wir kriegen nämlich hier einfach Baguette raus. Okay, ja, das ist sozusagen der Sinn von dieser Funktion. Es ist erstmal recht simpel, sage ich jetzt mal. Jetzt müssen wir natürlich die Daten noch einlesen. Okay, wie machen wir das? Naja, wir schreiben uns wieder eine neue Funktion, die Lines-Funktion aus unserer Datei. Das ist die Datei. Die gibt uns sozusagen zurück, was wir eben haben wollen. Ja, wir nennen sie weiterhin Lines. Okay. So, dann sagen wir hier f, also die Datei, wobei wir eigentlich theoretisch direkt die einzelnen Zeilen schon lesen wollen, ist open. So, was wollen wir hier haben? Naja, Datei. Wir wollen als Encoding, und das ist jetzt wichtig, wir wollen UTF-8 haben. Das ist sozusagen, das ist Unicode, das heißt, wir können diese Dinger hier öffnen und das Ganze als Unicode interpretieren. Dann wollen wir natürlich noch hier alles lesen, read. Wir wollen diese Leerzeichen, Sonderzeichen etc. entfernen.
beziehungsweise Sonderzeichen nicht wenn man Strip ohne irgendwelche Argumente ausführt. Also theoretisch kann ich jetzt hier sagen, ich will keine A's drin haben. Alle A's sollen entfernt werden. Wenn ich aber nichts reinmache, dann sind das Whitespace Characters. Das heißt, hier werden jetzt alle Leerzeichen zum Beispiel entfernt, alle Tabulatoren oder sonst irgendwas. Und dann wollen wir das Ganze noch aufteilen, also als Liste haben an den neuen Lines. Das heißt, wenn eine New Line da ist, also ein Line Break da ist, dann wollen wir sozusagen ein neues Element in unserer Liste drin haben. Das heißt, F ist jetzt eine Liste aus allen Zeilen und die wurden halt schon Leerzeichen sozusagen, wurden schon entfernt. Okay, das heißt, wir haben jetzt, nicht mehr wirklich den originalen Namen drin, aber was wir jetzt definitiv noch bekommen können, ist Unicode-Zeichen, weil wir hier UTF-8 haben oder UTF-8. Und deswegen wollen wir natürlich diese Unicode-Zeichen entfernen. Deswegen haben wir hier diese toASCII-Funktion hier oben geschrieben. Also sagen wir return. Und jetzt wollen wir natürlich toASCII ausführen auf unserer Line L, sage ich jetzt mal, für alle Zeilen L, also Lines L in F. Das heißt, jede einzelne Zeile oder jedes einzelne Element in unserer Liste F hier drin soll sozusagen erstmal in ASCII umgewandelt werden und das geben wir dann als Liste wieder zurück. Okay, cool. Jetzt haben wir sozusagen erstmal alles, was wir brauchen. Jetzt können wir weitermachen und zwar, jetzt wollen wir natürlich hier noch das Ganze, also erstmal alle Dateien einlesen. Und wie lesen wir alle Dateien ein? Dazu, also wir brauchen natürlich immer noch die Lösung, also das Target sozusagen später zum Machine Learning betreiben hier. Und dazu schauen wir uns das jetzt einfach erstmal an. Wir brauchen hier ein Arabic, wir brauchen Chinese, wir brauchen Tschechisch, wir brauchen Dutch, Englisch und so weiter und so fort. Und das lesen wir jetzt hier sozusagen ein und sagen, okay, wir wollen den Dateinamen als Lösung verwenden, aber logischerweise wollen wir hier nicht irgendwie den Text oder sowas, also .txt wollen wir hinten dran nicht haben. Das heißt, was wir hier machen, wir schneiden einfach das Ende ab und das sind da sozusagen unsere Lösungen. Das heißt, was wir jetzt machen ist for f in list dir und ja, was ist denn unser Pfad? Unser Pfad ist data, wenn ich mich nicht irre, dann names und das ist dann auch schon unser Pfad. So, für jede Datei in diesem Pfad drin wollen wir als erstes mal die Sprache rausfinden. Also lang ist gleich f.split. Und wo wollen wir splitten? Wir wollen am Punkt splitten, denn wir wollen ja .txt abschneiden. Und dann wollen wir natürlich nur das erste Element als Sprache sozusagen wieder haben. Das heißt, was ich jetzt hier mal kurz mache, ist, ich gebe einfach mal lang aus, damit ihr seht, was hier gerade passiert ist. Wir schneiden sozusagen von den Dateinamen immer das Ende ab. Also arabic.txt wird einfach zu Arabic und so weiter und so fort. Okay, weg mit dir. Gut, jetzt wollen wir natürlich immer noch die Zeilen dafür lesen und das müssen wir jetzt irgendwie in unsere Daten einarbeiten. Okay, und das machen wir, indem wir hier zum Beispiel schreiben, wir wollen unsere Lines lesen, L oder ls, Plural natürlich, davon ist was natürlich, Lines von, wer hätte es gedacht, Data, Names und was natürlich plus den Dateinamen. Wunderbar. So, und jetzt lesen wir sozusagen hier die Datei im aktuellen Durchlauf ein. Wir haben schon, was für eine Sprache das eigentlich ist. Jetzt müssen wir es natürlich nur noch hier reinstecken. Und das machen wir in ein assoziatives Array dieses Mal, beziehungsweise eine assoziative Liste. Das heißt, wenn man nachher auf Data gleich, also ich mache jetzt erstmal hier eine assoziative Liste daraus. Und wenn ich jetzt nämlich auf, oder besser gesagt ein Dictionary mache ich draus, keine assoziative Liste. Wenn ich jetzt nachher auf Data von zum Beispiel German drauf zugreife, also lang, dann erhalte ich die Liste mit allen Namen da drin. Das heißt, hier ls reinzuschreiben, ist sinnvoll. So, und jetzt kann ich das natürlich jederzeit machen. Das heißt, Data von German enthält einfach die komplette Liste mit allen Namen drin und das ist ziemlich geil. Und das ist es jetzt auch erstmal. Ein kurzes Beispiel, was wir jetzt erreicht haben. Ich zeige euch einfach mal kurz print Data von German. Achtung, German groß geschrieben, das weiß ich noch nicht, ob ich das so lassen möchte. Und wir sehen hier Ebbing, Abel, das war die Datei, die wir vorhin aufgemacht haben. Achilles ist jetzt auch nicht gerade ein deutscher Name. Leute, was ist los mit euch? Okay, also auf jeden Fall sind das jetzt hier die
Daten von allen deutschen Namen, die vielleicht so nicht ganz korrekt sind, aber ich meine, man kann ja auch mal was falsch klassifizieren. Cool. Und ja, das war's von meiner Seite erstmal. Wir müssen das Ganze natürlich noch in Tensoren schreiben. Das war jetzt sozusagen der erste Schritt davon. Und den zweiten machen wir natürlich beim nächsten Mal. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.